Eine deutlich reduzierte Produktion von der Apple Vision Pro, Neuigkeiten über Quest Link und der Quest 3 und das Ganzkörpertracking bei der Meta Quest und ein ziemlich heftiges Gewitter draußen. Auch diese Woche gibt es eine Menge Neuigkeiten zu berichten, auch über die Virtual Reality, und da müssen wir jetzt mal drüber reden. Interessiert ihr euch für die Virtual Reality? Dann seid ihr hier genau richtig bei VR aktuell, denn hier fasse ich euch die wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt der Virtual Reality kurz und knapp zusammen, sodass ihr auf der einen Seite top informiert bleibt und andererseits Zeit spart, weil ihr keine stundenlangen News-Sendungen schauen müsst. Interessiert ihr euch für den Vergleich von Virtual Reality Headsets? Dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn im Abspann verlinke ich euch meine Versus-Playlist, in der ich die beliebtesten VR-Headsets auf Herz und Nieren teste und miteinander vergleiche, sodass ihr wisst, welche VR-Brille für euch genau die richtige ist. Und jetzt lasst uns loslegen mit den Neuigkeiten der Woche. Produktionsprobleme bei der Vision Pro? Apple hat die geplante Produktionsmenge für sein VR-Headset, die Vision Pro, drastisch reduziert, angeblich aufgrund von technischen Problemen im Zusammenhang mit seinem komplexen Design. Ursprünglich hatte Apple geplant, im ersten Jahr 1 Million Einheiten zu verkaufen, jedoch bereitet sich der chinesische Auftragshersteller Luxshare nun darauf vor, im Jahr 2024 weniger als 400.000 Einheiten zu produzieren. Berichte legen nahe, dass Produktionsengpässe bei den von Sony und TSMC gelieferten Micro-OLED-Displays zu den Problemen beigetragen haben könnten. Gibt es die Vision Pro bald in Gold? Der Luxusartikelhersteller Caviar hat eine vergoldete Version der Vision Pro angekündigt, die für satte 39.000 US-Dollar erhältlich sein wird. Na, wenn man das Geld für die Vision Pro hat, kommt es da auch nicht mehr drauf an, oder? Das Gerät wird dann rund 1,5 Kilogramm wiegen und ist mit 18-karätigem Gold überzogen, und das Kopfband soll aus Connelly-Leder gefertigt sein. Die goldene Version der Vision Pro wird in einer limitierten Auflage von nur 24 Stück erhältlich sein und soll Ende 2024 ausgeliefert werden. Aus meiner Sicht müssten in den 39.000 € dann aber 1-2 Nackenmassagen schon inklusive sein, oder? Zusätzliche Info am Rande: Apple hat sich anscheinend entschieden, dass die Vision Pro keine VR-Controller unterstützen soll. Das Headset wird ausschließlich über Eye-Tracking, Hand-Tracking und Sprache gesteuert, und das soll auch in Zukunft erstmal so bleiben. Apple wird keine eigenen Controller herstellen und keine VR-Controller von Drittanbietern ausdrücklich unterstützen. Stattdessen werden bestimmte Bluetooth-Tastaturen für die Texteingabe und Gaming-Controller von Sonys PlayStation und Microsofts Xbox unterstützt, also im Prinzip genau die Geräte, die wir im Moment auch schon mit iPads koppeln können. NASA und wie die NASA VR und KI nutzt. Die NASA nutzt die Virtual Reality und die Mixed Reality Technologien in ihrem Jet Propulsion Laboratory, um komplexe Daten besser analysieren und interpretieren zu können. Ein Schwerpunkt ist dabei das bessere Verständnis von Größe und Distanz geologischer Merkmale, beispielsweise auf dem Mars. Bilder des Mars Rovers Curiosity werden in eine virtuelle Umgebung überführt, wodurch Wissenschaftler die Marslandschaft realistischer wahrnehmen können. Diese Technik ermöglicht es, Entfernung und Größen geologischer Formationen genauer und schneller zu bestimmen als mit herkömmlichen Bildschirmdarstellungen. Dies führte zur Entwicklung einer virtuellen Datenwelt, einem 3D-System, in dem Datenanalysten technische und wissenschaftliche Probleme untersuchen können. Gemeinsam mit dem California Institute of Technology wurde eine Software entwickelt, die 3D-Visualisierung für Datenanalyse nutzt und zur Gründung des Unternehmens Virtualytics Inc. führte. Dieses Unternehmen kombiniert künstliche Intelligenz mit 3D-Visualisierung. Die Software wird derzeit in Branchen wie Banking, Einzelhandel und medizinische Forschung eingesetzt und ist mit mehreren aktuellen VR-Headsets kompatibel. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wenn es für Konsumenten verfügbar ist. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann kommen wir zum Meta Quest Ganzkörpertracking. Meta macht im Moment bemerkenswerte Fortschritte bei der Entwicklung von Beintracking für Avatare. Sie erweitern ihr bereits beeindruckendes Handtracking-System, das sie seit 2019 verfeinern, um ein vollständiges Körpertracking zu ermöglichen. Ihre neueste Technologie, genannt Quest EnvSim, erstellt einen Avatar, der die Bewegung des Benutzers imitiert, einschließlich komplexer Aktionen wie das Übersteigen von Hindernissen. Obwohl die Ganzkörpererfassung im Allgemeinen genau ist, gibt es noch Verbesserungsbedarf, da der Avatar in einigen Fällen stolpert und fällt.
Bevor das System offiziell auf den Quest-Plattformen eingeführt wird, ist daher noch weitere Arbeit erforderlich. Wir können aber darauf hoffen, dass es vielleicht Ende 2023, Anfang 2024 in der ersten Beta-Version vorliegt. Dann gibt es noch eine News zur Quest 3 als PC-VR-Headset. Die kommende Meta Quest 3 wird nicht nur als eigenständiges Gerät, sondern auch als PC-VR-Headset entwickelt. Das war im Prinzip selbstverständlich, geht aber noch zusätzlich aus einigen Aussagen von Volker Aksoy hervor, einem ehemaligen Grafikdesigner bei Meta, der an der Entwicklung von Quest Link Features beteiligt war. Auch Andrew Bosworth hat natürlich bestätigt, dass die Quest 3 dieses Feature weiterhin unterstützen wird. Daraufhin schrieb Aksoy auf seinem Twitter-Account, dass Quest Link auf der Meta Quest 3 eine besondere Qualität haben sollte, ohne das genau zu konkretisieren, und dass das auch ein fantastisches Headset für PC-VR-Nutzer sein könnte. Auf die Frage eines Nutzers, ob die Bitrate von Quest Link erhöht werden könnte, um die Kompression in sehr detaillierten Szenen zu reduzieren, antwortete Aksoy, dass die meisten sichtbaren Artefakte nicht durch die Bitrate verursacht werden, aber Top-Leute momentan daran arbeiten, das Ganze fragmentfrei hinzukriegen. Das lässt darauf schließen, dass die Quest 3 möglicherweise eine verbesserte Bildqualität bei der Nutzung von Quest Link unterstützen wird. Wie versprochen findet ihr hier auf der rechten Seite meine Vergleichsvideos zu den spannendsten VR-Brillen. Hinterlasst auch einen Kommentar mit euren Gedanken zu den heutigen VR-Aktuell-Themen und lasst mich wissen, worüber ihr in der nächsten Ausgabe etwas hören möchtet. Vielen Dank an meine Patreons. Ich würde niemals um eure finanzielle Unterstützung bitten, bin aber sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung. Ciao Leute!